So again, a very warm welcome also from this group. Ja, ich habe gerade gesagt, dass wir ihn herzlich willkommen heißen. And I think in the beginning I tell the same as I told the others. Hat am Anfang gesagt, dass er möchte, dass wir wissen, dass er die Wahrheit sagt, nichts zurückhält. Es kommt alles von seinem Herzen. Und manchmal kann es sein, dass die Antworten uns nicht gefallen und uns vielleicht sogar wehtun, aber es ist wichtig und es ist alles wahr. Er hält nichts zurück. Das ist ihm wichtig zu wissen. Gut so. Okay. Ja. So, Anfang? Ja, Anfang. bitte. Good. Okay, good. Well, I thank you for coming. When when a German listens to me, it is a great honor for me. It is. So thank you for making the trip. And I want you to ask any question that you desire. Germans are good at asking questions when they're Germans. Also er bedankt sich, dass ihr alle gekommen seid. Und ihr könnt ihn alle Fragen stellen. Deutsche sind sehr gut im Fragestellen. Ne? Deswegen freut er sich, die zu beantworten. But we have a small group and we're together. So anything you want to know about me personally is fine, no problem. About what am I doing or what are my motives? Am I real? That's fine with me. Yes. Also ihr könnt ihm alle Fragen stellen, auch persönliche Fragen, wer er ist, ob das alles real ist und so weiter und so fort. Yeah. So I would rather hear from you, and then I will try to share with you and answers that I have. So do you have questions? Also er ist hier für euch und er hat auch vorhin gesagt, er fühlt sich geehrt, dass er hier sein darf und Fragen beantworten darf. Und ihr könnt jetzt loslegen. Habt ihr Fragen? Ja. Warum macht er das und in welchem Auftrag? Und seinem Auftrag oder steckt jetzt mal noch jemand oder was anderes dahinter? She's asking you, why are you doing this? What you just said, and is there anybody behind you giving you the order, or are you the boss giving yourself the order? That's a good question. I would love to be able to say that I'm with the CIA or with the military intelligence, or that I'm a secret spy from Angela Merkel trying to find out who, but none of that is true. Also er würde gerne sagen, er wäre vom CIA oder vom Secret Service oder vom Militär oder ein Spion von der Merkel, aber nichts von dem ist wahr. Yeah, it's just me and my wife. Es ist nur er und seine Frau. And she made an agreement 32 years ago to put up with being loved in second place. Also er hat, als sie vor 32 Jahren geheiratet haben, haben sie ein Übereinkommen, dass sie es akzeptiert, dass sie seine zweite Liebe ist, weil die erste Liebe gehört Deutschland. So she is wonderful, and she has organized all this, and she is as attractive and smart as I am old and ugly. Also sie hat das alles organisiert und ins Leben gebracht, und so schön und intelligent sie ist, so meint er, wäre er alt und hässlich. Es ist wahr. So that's a good. So that's a good start. Good question. So no, it would be. I had one man write to me, and he says, "I know you are with the European Intelligence Services, and you're here to destroy us."
Also es gab einen Mann an seiner Seite mal, der gesagt hat, er gehört zu den europäischen Intelligence Services und er wäre nur hier, um uns zu zerstören. Yeah. So I wrote back to him and I said, good, where are my paychecks? Er sagte, wundervoll, wo sind mein Gehaltscheck? Nobody is paying. Keiner zahlt ihn. Yeah, so no, it's just the two of us, and I have a deep, unexplicable love for Germans, and I can't do anything about it. Es sind nur seine Frau und er hat eine ganz tief sitzende Liebe zu Deutschland, gegen die er einfach nichts machen kann. I didn't ask for it. Er hat nicht drum gebeten. And often I don't want it. Und oft wollte er es auch gar nicht haben. But it's all of me. I don't have any other part. So Es ist alles in ihm. Er hat keinen anderen Teil frei. Das erfüllt ihn. So I pretend to be a professor because I need money. Er gibt vor, Professor zu sein, weil er Geld braucht. Yeah, but the only thing I care about is German families. Aber das Einzige, was ihn wirklich bewegt, sind deutsche Familien. So no, it's just me. That's it. So, and a wife who says, yes, I support you completely. Also es ist er alleine und seine Frau, die sagt, ja, ich unterstütze dich. Every penny we spend comes directly from our retirement account, and no one else has ever helped us. So. Also jeder Penny, den er ausgibt dafür, kommt von seinem Rentenfonds und es hilft sonst keiner. Yeah. So it has not been easy. Loving Germans is very difficult. Es war nicht immer leicht, Deutsche zu lieben, ist sehr schwierig. Almost impossible. Fast unmöglich. Yeah. So what other questions do you have? Was habt ihr noch für Fragen? You can't speak about German if you take them all in one pot. There are so different types of German in our country. I know, but the problem is... Jetzt mal die anderen. Also sie meint, man kann nicht alle in einen Topf werfen, weil es gibt so viele verschiedene Deutsche. Yeah. I would prefer you speak German because it's the superior language. Okay. Er möchte gerne, dass wir Deutsch sprechen, weil das ist unsere Muttersprache. Okay. Kann ich auch wissen. Yeah, no problem. Thank you. Okay. I know there are verschiedene Deutsch and of every kind, every type, and they're all different. Every German I meet is different, but I love them all. Er weiß, dass es ganz viele verschiedene Typusse gibt oder verschiedene Typen von Deutschen, aber er liebt sie alle. Most of the people, we get many emails every day from all over Germany, and most of the people are very loving and very kind. Er kriegt ganz viele E-Mails täglich von überall und die meisten Deutschen sind ganz liebevoll und freundlich. Yeah. But there are some that are nutcases. Nutcases. Yeah. Aber andere sind nicht so nett. And they yell and scream and use bad words. Die schreien rum und benutzen Schimpfwörter. Yeah. And I write back to them and I say, dear sir, in spite of your attitude, I love you too. Und er schreibt dann zurück, sehr geehrter Herr oder Frau, obwohl Sie sich so verhalten, liebe ich Sie auch. So it's just the way I feel. Ja, so sieht es. So it's your meeting. Whatever questions you want, I will answer them truthfully, forthright. Nutzt die Zeit, jetzt könnt ihr fragen. Was haben Sie vor Ihrer Rentenzeit gemacht? Den beruflichen Werdegang. What have you done before retirement? Are you retired? I'm retired because nobody wants me. Come on. Yeah. So no, I had 4
careers. I'm in my 76th year, and I had 4 different careers. So obviously, I couldn't keep a job anywhere. Also ist in seinem 76. Lebensjahr. Er hat 4 Karrieren hinter sich und offensichtlich konnte er nirgendwo stetig einen Job behalten. So I was in the military for 6 years. 6 Jahre Militär. In Deutschland? In Germany or where? No, in Vietnam. In Vietnam. Oh, so active in the war. Active, yeah. Im Vietnamkrieg, 6 Jahre. I spent 1 year, 11 months, and 1 day in that part of the world, and so then I had, I think, 6 years overall. And then I was in the banking business. I was president of 2 different banks, so I was in the banking business. Also in Banken, war Präsident von 2 verschiedenen Banken. Yeah, and then I went into the business world in international business. And I spent each career was about 10 or 12 years. And so I was with a big international corporation that had factories in Germany and France and all over Europe. And, also ins internationale Geschäft eingestiegen und im Übrigen hat er so immer 10 bis 12 Jahre bei einem Business verbracht und hat für eine Firma gearbeitet, die auch in Deutschland tätig war. So I had to spend time in Brussels, and I spent time in different, because we were in 60 countries, and so I was with them for about 12 years. Ja, 12 Jahre war dabei. Diese Firma hat in 60 verschiedenen Ländern gearbeitet. And then I've been, this is my 34th year of teaching, but I think they have found out how old I am, because I think I'm probably fired now. So. Also es ist das 34. Jahr, wo er auch an Universities arbeitet. In Deutschland? In Amerika, Harvard, he said, Harvard und andere in Amerika. Aber er glaubt, sie haben jetzt rausgefunden, wie alt er ist und schmeißen ihn raus. Und thematisch ist das Wirtschaft? Economy? Yes, I've taught international economics, both the quantitative research and the regular macro and microeconomics. I've taught international finance. Mikro, Makro, Wirtschaft, internationale Finanzen. Yeah. And for the last 11 years, I've taught the honors students, which is unique to America. That's the top 10% of our student class. Okay. Mhm. Und er hat die letzten Jahre die haben so Ehrenstudenten, das sind die Top 10, die Creme de la Creme, die er dann unterrichtet hat. So, but I think my teaching career is probably finished. I think it's probably over. They haven't said so, but I've made 2 terrible mistakes. And one, my wife and I were popular with Donald Trump, and so that makes us unpopular today. So that was one. Er sagt, es gibt 2 Gründe, warum er glaubt, dass seine Lehrkarriere zu Ende ist. Der erste Grund ist, dass er für Donald Trump ist, und das ist völlig unpopulär in der heutigen Zeit, zumindest not in whole America. In Deutschland. Yeah, my wife, Lisa, was actually on Donald Trump's advisory board. Also die war im Beratungsboard von Trump, seine Frau Lisa. Okay, and so when Biden won, we were notified that we were in big trouble. Als Biden gewonnen hat, sind sie informiert worden, dass sie große Probleme haben werden. Hat er gewonnen? Did he won? Nicht eigentlich. Okay, no, not really. I think Trump. There were many millions of votes that were invisible. They came from nowhere. They were
mail-in ballots from people who don't exist. But we don't want to. My love is for Germans. Also es gab Millionen von Stimmen, die aus dem Nichts erschienen sind, von toten Leuten, von sonst irgendwo. Ne? Aber er möchte jetzt nicht darüber sprechen, sondern seine Liebe gilt diesem Land. Ja. So, but we have been put on notice that Donald Trump's key people are in big trouble. Also er wurde informiert, dass die Schlüsselpersonen um Trump herum in Richtung großen Probleme jetzt haben. That we will not be able to work again, and we können nicht mehr arbeiten. And we will have problems, severe problems. Richtige Probleme. So my wife was the number one rated of 400 in her division last year. Number one rated of 400 last year in a big international company, and she was fired with 2 days notice after Biden was elected. Also seine Frau war von 400 die Nummer 1 in der Firma, und nachdem Biden gewählt worden ist, ist sie mit 2 Tagen Notice, Ankündigung gefeuert worden. So, that's America today. Das ist Amerika heute. Sie sagen, Sie lieben Deutschland. Die deutsche Seele, die deutsche Volksseele. Das letzte Jahrhundert schläft es. Was I know it is. She said that you love the German soul, but the German soul is sleeping, is hurt, nearly unseen. I agree. Your question. Was können wir tun? Was raten Sie uns? Was sollen wir tun? Was ist erforderlich, wichtig, möglich? What can we do is important, is necessary. What can we do to... Well, you did not injure yourself. This is not self-injury, okay? You were injured by others. Es ist keine Selbstverletzung, sondern wir wurden von anderen verletzt. Okay. Most Germans today are confused. Most are confused, are uncertain about the future, uncertain about their identity, uncertain about whether they even live in a nation, a sovereign nation. Most Germans, maybe 75%, maybe 80%, have no idea what happened to them or how they're ever going to get out of what happened. Also 80% der Deutschen haben keinen Plan von nichts. Sie wissen weder, was gerade sich abspielt, noch wie sie da rauskommen, wer sie sind, wie es weitergeht, gar nichts. Ja. When I think about your question and when I think about what's happened, it almost always brings tears to my eyes. Ja, wenn daran denkt, was passiert ist, dann schießen ihm immer die Tränen in die Augen. Ja. It is unfair and it is unjust. Es ist unfair und es ist nicht rechtens. So, but we have to start somewhere. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Okay, and here we are. Und jetzt sind wir hier. Okay, I got on the bus and went 4 hours and 10 minutes. Then I sat for 2 hours. Then I flew for 9 hours and 20 minutes. Then I had a drive for 2 hours and now another drive and I'm here. So Hoffentlich kriegt es zusammen. Also er ist ganz lange 4 Stunden, 10 Minuten mit dem Bus gefahren, dann nochmal zum Flughafen, dann ist er 6 Stunden geflogen, dann ist er wieder in ein Fahrzeug umgestiegen und wieder lange gefahren und jetzt ist er hier. So here we are. So we have to start here. Okay. And but you have to tell me about how you feel and what you there's dramatic change coming, and my question to you is, are you ready for it? Er möchte wissen, wie wir uns fühlen. Ja, es werden dramatische Veränderungen kommen und er möchte wissen, ob wir bereit dafür sind. Ja. Which changes? In which way? Well, it's in a very good way for you. For your leaders, it's not good news. Für uns ist es gut, für unsere Führer ist es alles andere als gut. It's not good. So, because they have to go away. They have to find something else to do. Maybe they can work in a grocery store. I don't know.
Die müssen weggehen, die müssen sich eine andere Arbeit suchen, vielleicht im Supermarkt. Yeah, I don't know where they're going to go. But they're going away. Who is coming next? Hmm? Who is coming next? Oh, maybe some of you. Vielleicht einer von uns. Okay. All right. So that's what I said. Are you prepared to be free? Are you prepared to give up your addiction to America and Britain? Mhm. Deswegen fragt er, ob wir frei sind, ob wir unsere Addiction, unsere Sucht, unsere für Amerika und England, bitte? Weisung, Addiction? Nee, unsere Abhängigkeit von Amerika und England endlich aufgeben wollen. You are addicted, okay? Wir sind süchtig. Yeah. You're an occupied country and you serve as slaves. Wir sind ein okkupiertes, also ein besetztes Land und wir sind hier Sklaven. Ja, da geht meine Frage in die Richtung mit der Okkupation. Solange die Feindstaatenklausel wirkt und wir ohne Friedensvertrag hier sind, können wir, meine ich, als Deutsche so gut wie nichts machen, sondern sind in der Abhängigkeit, dass irgendjemand anders erst den Deckel abheben muss, damit wir endlich losgehen können. She said that she thinks that the hands are bound because we are under this occupation law and we don't have a freedom, a peace treaty, so we can't do anything. Well, one, you don't have a peace treaty, you are occupied, but you can do something. You can do. We do. Yes, I know. But Ja, so wir können far, was tun, yeah, obwohl. so far, the regime is winning, and you are not winning. So, when new circumstances come, you have to be prepared to be winners again. Also im Moment ist das Regime am Gewinnen, aber wenn sich die Umstände ändern, dann sollen wir vorbereitet darauf sein, dass wir dann die Gewinner sein werden. Die Umstände ändern sich ja nicht von alleine. Wir müssen es ja machen. Circumstances are not changing alone. We have to change. Yes, but we have to meet in this room with only us, because if the regime found out that there were 30 of us, we would have problems. Okay? So you can't change it alone. You need circumstances that are part of nature and that the regime can't do anything about. You need help. And the help has to come from a source that the regime has no answers for. Also wir brauchen Umstände, die uns helfen, und zwar von Quellen, auf die die Regierung keine Antwort hat. Er sagt, schaut mal, die Tür ist zu, wir können uns hier nur mit ein paar Leuten treffen, nicht mit 30, weil sofort jemand kommt und uns den Hahn zudreht. The regime has no answer for my love for you. Das Regime hat auch keine Antwort auf die Liebe, die er für uns hat. So, and the love that you will soon start to feel for each other. Und die Liebe, die wir bald anfangen, für uns gegenseitig zu entwickeln, als Deutsche. As Deutsche. So, for now, you're going to have to believe. Also jetzt müsst ihr das jetzt einfach mal glauben. Okay. Du wolltest das sagen? Also, ja, ich würde sagen, auf der einen Seite sind wir, also wir dazu, weil wir diese Übermacht so spüren, sind wir dabei, dass wir uns einfach regional vernetzen, dass wir unterm Radar uns einfach bei Dingen einkaufen, wo man keine Maske braucht, was jetzt als Beispiel, also das ist jetzt nicht das Hauptding. Dass wir einfach uns untereinander vernetzen und uns kennenlernen und so Strukturen schaffen, die nicht einsehbar sind für die Mächtigen. Das eine. Because of the mighty power coming from the government, they began to create a networking system between them below the radar, where they, for example, can shop without taking a mask. This is only a small example. So to building a workaround for the network. This is what they so far are doing. Yes. Yeah? And if you have to, you know that you have to keep it small and under the radar. Ja, und ihr wisst, dass ihr das klein halten müsst und unterm Radar. Ne? Ja. Du wolltest noch was sagen? Und dann wollte ich aber noch sagen, dass mir das eigentlich egal ist. Ich will genauso gut mit Österreichern Frieden haben oder mit Italienern oder mit Franzosen oder was.
ich weiß nicht, warum die Betonung so auf dem Deutschen liegt, ob wir als Deutsche bestimmte Aufgabe haben, weil ich sehe in Österreicher Widerstand, ich sehe bei den Italienern, ich sehe bei den Schweizer Widerstand, also in jedem Land sind so super Köpfe, die Frieden wollen und die aktiv sein wollen. Was haben wir besonders? Yeah, she's asking why you are stressing the word or the Germans, because she thinks the Italians also they are going to make a rebellion, and they are good people, the French, the English, and other countries. But she asked, when you are stressing the Germans, yes. Is it because we have a special role? Yeah, you do have there's two reasons. Zwei Gründe. Okay. Number one, I don't love the French or the Italians. Liebt weder die Franzosen noch die Italiener. They're nice people, but I have no feeling for them at all. Die sind nett, aber spürt nichts. Okay. So, and number two, you do have a special role that perfectly fits who you are, the uniqueness, the Besondere of being German. Das Zweite ist, wir haben eine besondere Rolle, die wir auch erfüllen können, weil wir was Besonderes sind. Wir sind etwas ganz Besonderes, Spezielles. It's not that you're better or higher or superior. It's that you have certain unique gifts that are natural to you. They're part of the Deutsche Seele. Ja, das ist nicht, weil wir besser, schlauer, sonst irgendwas sind, sondern weil wir die deutsche Seele sind, ja. Und ganz bestimmte Fähigkeiten haben. Although you said before that we are the most intelligent people of the world. Obwohl er vorhin gesagt hat, dass wir die klügsten Menschen der Welt sind. Yeah. So this is a different group. I haven't told them about that. I'm just kidding. No, there's what I said to the previous group is true. And that is, I have taught students from 80 countries. And so I have them for 4 months. I get to know them in their essays. I know them personally. I'm with them all the time. But there is no better young people, 19, 20, 21 years old. There is no better in the broadest sense than the young German. The young German is maybe a year and a half ahead of our American students at the same age. They also have a great deal of social responsibility built into them from watching Holocaust films and being taken to the camps and being told all the time how you're responsible. So when it comes to overall, my students from Singapore and from Hong Kong and from China and from Korea are often smarter when it comes to taking a test on math or science. But when it comes to overall, there's no better young person on earth than the young German. But that also exists in you. You just don't know it. You're so used to being small. You're so used to being down. You're so used to being told that there couldn't possibly be anything good in you that you believe it. You've heard it so often that you think that's who you are. Also hat von 80 verschiedenen Ländern Studenten unterrichtet und er hat festgestellt, dass die Deutschen bei Weitem, die also im Alter zwischen 19 und 21 die Schlausten sind, die auch eine soziale Kompetenz haben. Ne? Die bekommen ja schon in der Schule die KZs gezeigt und dies und jenes, ne? Und sich auch Gedanken machen. Und es mag sein, dass der Singapur-Student eine bessere Mathematikübung schreibt, ja. Und der andere Student von einem anderen Land besser hier ist. Aber im Schnitt sind die Deutschen einfach die Besseren. Und die deutschen Studenten sind 1,5 Jahre im Voraus mit den gleichen amerikanischen Studenten. Ja? So, but in this very room, you're not 19 years old, or at least some of you are not. But everybody looks young to me today. So, but you know, there is so much in Germans, so much good. Und das steckt auch in uns, ne? Nicht nur die 19- bis 21-Jährigen, sondern auch in uns steckt dieses Potenzial. Yeah. You have so much potential, and when you are Germans, everything you
need, you have. You don't need Putin, you don't need Trump, you don't need Macron, you don't need someone to come and help you. Everything you need. Wir brauchen niemanden da draußen. Wir brauchen weder einen Macron, Trump, Putin, sondern wir haben alles, was wir brauchen, in uns. Yeah. But you first have to realize it. Sir, you had a question? Wir müssen es erstmal wiederentdecken. Wer war, ich glaube, du warst zuerst, ne? Ja. Okay. Welches System könnten Sie sich vorstellen, wenn Angela Merkel und das ganze System kracht? So if the whole system Merkel is crashing, what do you think, which system could be born, which would be a good system for us? Well, I have said this, and I don't know whether people laugh at me or what, but I mean it. I am not fortunate enough to be a German. Sagt, ist nicht privilegiert genug, ein Deutscher zu sein. And so it is you, from your own language, from your own way of formulating thought, from your own way of organizing systems. The answers have to come from you, but it has to be new. You can't race back to something in the past. It won't work because the past has heavy baggage on it. And you have no unity if you run back to the past. Also es muss in uns liegen, von uns rauskommen. Ja? Und es muss etwas Neues sein, nicht irgendwas Altes, wo wir die Last der Schuld auf uns haben. Und es muss Neues sein. Mm-hmm. And it must come from Germans. Und es muss von uns Deutschen kommen. Yeah. Also kein Putin, kein Trump oder sonst irgendwas. Yeah. Aber solange sie uns in die Nazi-Ecke stellen, sobald man sagt, man ist gerne Deutsche, haben wir keine. She says the moment we say we are proud Germans, we love Germany, they will put us directly into the wording we are Nazis, and then the full power is gone. Oh, you are right-wing extremists, you are Nazis, you are Holocaust deniers, you are Corona deniers, you are vaccination deniers. There's about 8 or 9. We all have it. Yeah, and these are boxes. They say, oh, we heard you talk, Renata, so now we put you in this box, okay? But the box is actually a coffin, because once you're in the box, you're dead. Das heißt, wir werden in verschiedene Schubladen gesteckt, aber in dem Moment, wo wir in der Schublade drin sind, sind wir in einem Sarg und dann sind wir tot. Yeah, so the box becomes a coffin for you, and now you're outside of society. Ja, und jetzt sind wir außerhalb der Gesellschaft angesiedelt. Ne? That's why we have to have the circumstances, and what I'm here to tell you is they're coming. You only have to be patient for a few more months. Sagt, das zu ändern, brauchen wir bestimmte Umstände. Und dafür ist da und ist gekommen, um uns zu sagen, dass diese Umstände kommen werden. Aber wir müssen noch etwas Geduld haben, ein paar Monate. Fast. Es ist ja schon noch ein Monat. Weil wir haben ja, ich sage jetzt viele, leider noch zu wenige, haben wir dieses, es muss jetzt endlich was geschehen. Wir gehen auf die Straße, wir demonstrieren, wir melden Demos an. Ne? Viele werden in großen Städten von den Schergen, sage ich jetzt einmal, niedergeprügelt, weil es ist friedliche Demonstranten, ja, die friedlich auf die Straße gehen für die Menschenrechte, für die Naturrechte. Und auf Anordnung von oben, ne? Die Anordnung kommt von den Herrschenden. Nur, wir kommen ja so nicht auf die Füße, weil dadurch die Angst gestreut wird mit den Medien, mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Wer steckt denn, so jetzt einmal, hinter diesen Herrschenden in Deutschland, ich gehe jetzt mal von Deutschland aus, ne, der sagt, so, ihr knechtet jetzt euer Volk, ihr quält euer Volk, setzt ihnen die Maske auf, ihr nehmt ihnen die Freiheit, ihr nehmt die Luft zum Atmen, sie dürfen einfach nichts mehr außer Arbeit und Steuern sagen. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Entschuldigung, das war she said that
there's something in the air, like it must happen something now. So the people are demonstrating. They ask for the right of demonstrating. Maybe can we demonstrate? Yeah, and then they go demonstrating really, not aggressive. And then the police is coming and hitting them down. So she's asking, who is behind the regime? Who is telling the regime and the police, you have to be bad to our people, you have to hit them, you have to take them the freedom? Who is it? It is as bad as you say, because the police dress up like Darth Vader. Ja, also es ist genauso schlecht, wie du sagst. Die Polizei ist angezogen wie Darth Vader von Star Wars. The helmets and the deals, and I mean, you could hit them with a deal and they wouldn't even feel it. Ja, du könntest sie schlagen und sie würden es noch nicht mehr spüren, weil sie so mit Uniform voll sind. Yeah, in November in Berlin, when the lockdown came, that first morning, I came out, and of course the question is, why are you taking a walk? You can't take a walk. You know? I said, I want to take a walk. No, you can't take a walk. Where are you going? Who are you seeing? Oh my goodness, what kind of society is that? And then I saw a 14-year-old girl. She was 14, maybe 13 or 14 years old, and she was walking, and she had her mask on, and 5 policemen came up to her, and they surrounded her. And she was afraid. She was actually afraid. She didn't know what they were going to do. And they wrote her a ticket for 250 euros because her mask was on crooked. Also war in Berlin, als der Lockdown begonnen hat und wollte rausgehen spazieren. Da wurde gefragt, was da draußen zu suchen hätte. Und dann hat er auch mitbekommen, wie ein kleines Mädchen entlang gelaufen ist und 5 Polizisten förmlich über die hergefallen sind, weil sie die Maske etwas verschoben hatte, und haben mir gleich ein Ticket mit 250 Euro verpasst. What kind of country? Was ist das für ein Land? Was passiert? Who is behind it? Okay. Who is the source? Yes. The evil source. Yes. Okay. Well, unfortunately, the evil source exists in all of us, and that is the desire to control other people's lives. Also diese böse Quelle sitzt in allen von uns, und das ist einfach das Bedürfnis der Kontrolle. Yes. And who is it that loves control? It's people who need control because they have money, they have assets, they own things, and they want everything protected. So they have to control. Wer braucht denn Kontrolle? Das sind die Leute, die Geld haben, ja, die verschiedene Werte haben und die das natürlich sichern wollen, und die brauchen Kontrolle. Yeah. And it's all over the world. Überall weltweit. But I don't care about the world. I only care about Germans. Yeah. So it's all over. You have 19 banks, 19 international banks. They are all in London and New York, and the people go back and forth interchangeable. They're interchangeable people. They're all the same people. And they control 93% of all of the world's transactions. Also es gibt 19 Banken, die zwischen New York und London agieren. Die Leute kann man austauschen, ist einer wie die andere, aber die beherrschen 93% des gesamten Finanzsystems. And they also protect people who have great wealth, people who own 100 television stations, people who own property all over the world. They protect those people because that's their clients. Ja, und die beschützen die Leute, die viel Geld haben, ja, die in den Medias drin sind oder die viel Bodenbesitz haben. Die beschützen die deswegen, weil es ihre Kunden sind. So they're the ones who elect the politicians in democracies. Das sind diejenigen, die in den Demokratien die Politiker wählen. So you have elections in Germany, but you have no choice. Ja. You have elections, but you have no choice. Wir haben zwar eine Wahl in Deutschland, aber wir haben keine Wahl. Ja. Think about your last election with Merkel and Scholz. Okay, think about the last. What choice is that?
There's no choice at Die all. Wahl ist ein Witz. Okay. So, and think about the debates that were supposed to take place during the election. Did they take place? There was no Es debates. waren noch nicht mal während der Wahlen Debatten da, ne? Wie sie früher mal waren. Ja. Du wolltest noch was sagen. So, Aber wo bleibt der Aufschrei? Wo bleibt der Aufschrei von der großen Masse der Bevölkerung, vor allem von den jungen Leuten? Ja. Also, wenn ich schaue, so bei den Demos oder schauen wir da, das ist Mittelalter oder spätes Mittelalter, was da herinsitzt. Wo sind die Jungen? Wo sind die Studenten? Wo sind die Studenten? Ja. Also vor 30, 40 Bei der Jahren sind Antifa. die Studenten auf die Barrikaden gegangen und die jungen Leute. Und jetzt sind es die gleichen, die ja vor 40 Jahren auf die Straße gehen. Where are the people, yelling, shouting? Where are the young people? your young people, even though they are beautifully balanced young people, okay, they have no desire to go to the streets. There's no energy among young Germans to go to the streets. But there are some things they do care about, okay? Young Germans don't want more immigration. Aha, es gibt kein Bedürfnis, unter den Jungen auf die Straße zu gehen oder sich da irgendwie zu beteiligen. Aber es gibt nur ein Bedürfnis, sie wollen keine Immigration. And they also want a real democracy. Die wollen eine richtige, reale Demokratie haben. Right. So those are the only two things that would make them go to the street. Das sind die einzigen beiden Punkte, die sie auf die Straße bringen könnten. But today, the regime tells them, you have a wonderful democracy. It works. It's wonderful democracy. And there's no immigration. No, everything is fine. Das Regime sagt aber zu ihnen, ihr habt doch eine wundervolle Demokratie und da ist keine Immigration. Ja, alles in Ordnung. So the young German sits and puts in their earbuds and listens to American music. Ja, also sitzt der Deutsche mit seinem Handy und seinen Lautsprechern im Ohr und hört amerikanische Musik an. That's the end. So das ist das Ende. Yeah. So when people start telling the truth to young Germans, you'll start seeing young Germans join you on the streets. Okay. Aber die Jungen, die sehen doch alles, was in der Welt passiert. Also heute hat man doch so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Die wissen das auch. Und die ungeheuren Ungerechtigkeiten, die auf der Welt passieren. Also wir sind ja die oberen 10%, die besser gestellten 10%. Und wir sehen auch, was die anderen 90% erleben müssen. Yeah. He's asking myself, the young people also have the opportunity to inform themselves, to see what's going on. Yeah, and but that's not popular in today's Germany. Germans today don't ask questions. They act as if that they are, you know, it is. Wie die drei Affen, ne? Agieren, die haben gar keine Motivation. Das ist normalerweise in Deutschland today. Don't ask questions. Don't just ignore things. Get your head in the sand. Put your head in the sand and stay there. And then everything will be okay because the Americans will provide all the protection and somebody else will provide all of this. And so today's Germany is mostly asleep. Das heißt, die hören nicht zu, die stellen keine Fragen, die stecken ihren Sand in den Kopf und die denken, die Amerikaner, die beschützen uns schon. Und ja, so läuft es. Und trotzdem lieben sie uns. And although you are loving us, you're telling us all the things, the bad things. I don't want to tell you the bad things. I want you to start speaking positively about each other. I want you to start realizing that what you have within you is a wonderful thing. You have so many talents, so many gifts. Some of you have heard me say, I said spontaneously one time, just it was spontan, but I said, if you took the phone book, the German phone book, any phone book, and you put random numbers so that you chose 10 people randomly out of any phone book, okay? Regensburg or Nuremberg or whatever. And then you took these people and you put them on a desert island, on an island in the middle of the Pacific. There's one palm tree. That's it. One palm tree and then sand. And then they're surrounded by water.
Within 3 months, they would organize themselves. They would develop systems, okay, and they would all of a sudden within a year start producing something that people wanted to buy. And no other people could do that. Also sagt, wir sollen erstmal anfangen, gut über uns selbst zu denken und zu sprechen. Ja? Und dann sagt man kann jedes Telefonbuch in Deutschland nehmen, aufschlagen, egal ob Regensburg, Frankfurt oder sonst irgendwas, und zufällig 10 Leute aussuchen und dann diese 10 Leute auf eine Insel setzen mit Wasser drumherum und einer einzigen Palme drauf. Und er schwört, in 3 Monaten haben wir uns organisiert, haben ein System entwickelt und produzieren etwas, was die ganze Welt braucht. Mm-hmm. Yes. Ich wollte gerne etwas widersprechen, weil ich sehe in der Jugend, ich habe 3 Schwiegersöhne, meine Kinder, wir haben 8 Enkelkinder. Wir sehen einfach, dass es die Jugend gibt und die vernetzen sich. Die machen in Berlin, machen die Studenten stehen auf und so weiter. Und ich glaube, dass es, unsere Generation ist, die teilweise versäumt hat, den jungen Leuten diese Vaterlandsliebe, die wir ja nicht durften, beizubringen. Ja. Und wie will man von den jungen Leuten etwas erwarten, was man selber nicht gesät hat? She has another meaning. She thinks that she knows that her sons-in-law and other young students she knows, they are motivated. They have networks, and she also thinks that we have lost the ability to learn them about the love for our country. Yes, you have. And by the way, it is a systemic thing, and we are the ones who put it on you. You didn't hurt yourself. We hurt you, and we hurt you on purpose. Es ist eine Frage, das ist ein systemisches Problem. Ja? Wir haben uns nicht selbst verletzt, sondern wir wurden verletzt und das mit Absicht. Okay. Now, each one of you in Germany, when you were 6 years old, you had to go to school, to kindergarten. Now, to go to kindergarten and first grade and second grade, the object is to get a good grade. Okay? Ja, wir sind mit 6 Jahren in den Kindergarten gekommen oder in die Schule gekommen und die Hauptabsicht war, dass wir gute Noten bekommen. That's right. And how do you get a good grade? Und wie kriegt man eine gute Note? You repeat back to the teacher exactly what they give to you. Man gibt man antwortet genau das, was der Lehrer uns beigebracht hat und was er hören will. Okay. And so if you get enough good grades, then you can get into college. Und wenn man genug gute Noten hat, kann man dann aufs College, also Gymnasium gehen. Yes. And then you get more good grades by repeating back to the professor without asking any questions what you've been given. Dann kriegt man wieder gute Noten, wenn man das wiederholt, was der Professor einem gesagt hat und das nicht in Frage stellt. Mm-hmm. Good. Now you graduate from college and you go to the workforce. Now, if you repeat back what you are given and you come to work on time and you obey and you don't ask questions, now you get another grade, which is a paycheck, money. Ja, das heißt, das gleiche Spiel geht im Arbeitsleben weiter, ne? Dem Chef nicht widersprechen, alles schön machen, wie die es wollen, und was bekommt man dann dafür? Das Gehalt. Mm-hmm. And so the more obedient you are and the less you ask questions and the more you fit into the system, you get a raise in your deal, you get a better grade. Je unterwürfiger ich bin und keine Fragen stelle, desto besser komme ich voran. And then you grow old and you die and the government pays for everything. Ja, und dann, no, they don't pay for it. Not everything. Dann, wenn man dann irgendwann stirbt, ja, und dann zahlt die Regierung alles für einen. The point is, in Germany, you can get all the way through life to the grave without ever having to do much of anything but repeat back what's said to you. Also von Anfang an bis zum Tod kommt man in Deutschland gut durch, wenn man einfach nur das wiederholt, was man gelernt hat und keine Fragen stellt. Now I have a secret to share with you. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das ich mit uns teilen möchte. Okay. The whole thing is a big lie. Das Ganze ist eine Riesenlüge. Everything that you have been taught, everything that you have had to do in order to have a good life and not have to be, not everything made easy,
it all came from us, not from you. The story that you repeat back is not your story. Also all das, was wir gelernt haben, kommt nicht von uns, das kommt vom Ausland und wir wiederholen das, was die uns gelernt haben und nicht die Wahrheit. We don't want you to know this. Die wollen nicht, dass wir das wissen, dass wir die Wahrheit wissen. Okay, so your whole system is on the wrong basis, and it's not a German system. Die ganze Basis ist falsch und es ist kein deutsches System. Okay. Seit wann? Since when? Since somewhere at the end of May of 1945, about the time I was born. Not earlier. 45. Oh, maybe earlier. You could argue earlier. Yes. Ja, also er meint Anfang Mai 45, aber es kann durchaus schon sehr viel früher gewesen sein. But the Welche Rolle spielt opportunity. der Vatikan? Yeah. But remember, we had the opportunity, the theater, the French, the British, the Americans, and the Russians. We had you exactly where we wanted you. You were flat on the ground. You had no food. You had no place to go to the bathroom. You had no running water. You had to beg, for a piece of chocolate from a soldier. You were flat on the ground and vulnerable. And we decided, let's make sure that they are always off balance. Die Alliierten haben uns genau dahin bekommen, wo sie uns haben wollten. Wir waren am Boden zerstört. Wir haben keinen Platz mehr gehabt, um auf Toilette zu gehen. Wir hatten nichts mehr zu essen. Wir mussten für ein Stück Schokolade von den Soldaten betteln. Und das ist da, wo sie uns halten wollen. Okay, so we saw the opportunity. Why do we have to compete with Germans all the time? It's hard to compete with them. They're good, very, very good. So now they're on the ground. Let's make sure they never can stand up straight and tall again. Die mussten immer mit uns im Wettbewerb liegen, ja, immer. Und da haben die einfach keine Lust mehr gehabt. Also lasst uns die Deutschen so lange immer unten halten, dass die nie wieder aufstehen können. So, you're a cash cow. Wir sind eine Kuh, die gemolken, eine sehr gut gemolkene Kuh. Okay, we know how good you are, but you don't know how good you are. Die wissen alle da draußen, wie gut wir sind. Nur wir Deutsche wissen nicht mehr, wie gut wir sind. Okay, so you're constantly off balance. You're schiefgelaufen. Ja, es ist Okay. Black Laffer. Aber wir sind doch jetzt wieder ganz offen. Also weltweit ist das Deutschland wohlhabend, He erfolgreich. said that now they're telling us we are on top of everything. We are successful. We have lots of money. Mm-hmm. Yeah. Do you have any ability to make decisions? Haben wir Möglichkeiten, irgendwelche Entscheidungen zu fällen? I mean, you have surpluses, but who would listen to you? Ja, wir haben Vorteile, Überschüsse, alles, aber wer hört auf uns? Okay. German people aren't being listened to today. Angela Merkel doesn't care what you think. She doesn't care what you think. She doesn't even care what the parliaments in the Länder think. No, she doesn't ask anyone. Die Merkel interessiert nichts, weder was du denkst, noch was die Parlamente in den Ländern denken, die interessiert nichts. Mm-hmm. So it's very good for us to tell you with words, oh, you're successful at making cars. You're successful at making machinery. Your Mittelstand is successful. We can say that with words to keep you off the streets, but you have no decisions over your own future. Ja, mit den Worten werden wir stillgehalten, beruhigt, aber wir haben keinerlei Möglichkeiten, Entscheidungen zu fällen. Wir haben keine Macht. Aber warum? Warum ausgerechnet, warum wird ausgerechnet Deutschland seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges, ne? Es ist ja alles uns in die Schuhe geschoben worden. Warum will man ausgerechnet Deutschland so vernichten? Und man schafft es ja immer wieder, dass man so korrupte Politiker erwischt, die das Volk treten. Warum ausgerechnet Deutschland? She's asking why especially Germany, since the beginning of the First World War, is suppressed, yeah, and we always get again and again corrupt politicians. Why? Yeah. Why Germany? It's because you're so damn good. Weil wir so verdammt gut sind. Okay.
people are jealous of you. Die sind eifersüchtig. People don't like, most people in the world don't like Germans. Die meisten mögen keine Deutschen in der Welt. Okay. They They find it so it's a fact of life, and it was a fact of life before World War I. So whatever Germans do, it's easy to jump on them because they don't have any champions outside of Germany. Ja, es ist egal, um was es geht, die hauen immer auf uns draus. Und das hängt doch damit zusammen, dass wir we don't have champions outside Germany, you said. You don't have champions outside of Germany. Also wir haben niemanden, der uns draußen verteidigt. So most people are very happy to see you lose and very happy to see you down. Die meisten sind glücklich zu sehen, wenn wir verlieren und wenn wir am Boden sind. Okay. If you used your brains, your German brains, your German natural intellect, you would see that everything is Wahnsinn. It's crazy. Okay. Wenn wir unseren deutschen Intellekt nutzen würden, ja, dann würden wir sehen, dass alles um uns herum ein einziger Wahnsinn ist. Okay. But you don't ask any questions. So you don't know what the truth is. Und da wir keine Fragen stellen, erfahren wir auch nicht die Wahrheit. And how many Native American Indians would there be today had the white Europeans not killed them all off? How many would there be today in America? Okay. Die Frage ist, wie viele Indianer würde es in Amerika noch geben, wenn die Weißen die nicht alle umgebracht hätten? About 240 million. 240 Millionen Indianer würde es heute geben. Okay. How many are there today? Wie viel gibt es heute? A few hundred thousand. Ein paar hunderttausend. And they're on reservations with barbed wire around them. Ja, und die sind in Reservate mit Stacheldraht drumherum. So, what in the hell did you do wrong? Was haben wir falsch gemacht? Why do we think this is a good idea, but when you do something, it's a schrecklich idea? Ja. Why? Warum? Warum ist alles andere eine gute Idee, aber wenn wir was machen, das ist eine schreckliche Idee? Warum? Okay. So, this is what you need to understand this, okay? Because you can't, in order for you to stand up tall, in order for you to use all of your talents, in order for you to have a sovereign country, for once, first time in 75 years to have a sovereign country, you've got to start thinking again and asking questions again, because today nothing makes sense. And if your head is in the sand, then it's like you're part of the problem. Wenn wir wieder groß werden wollen, wenn wir souverän werden wollen, müssen wir anfangen, Fragen zu stellen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja? Okay. Kann ich kurz was sagen? Es war vorhin auch schon Fragen stellen. Wäre auch die Möglichkeit, zum Beispiel Briefe, wenn ich es verstanden habe, Fragen an die Landräte zu stellen. Ja, also wäre jetzt ein konkreter Vorschlag, vielleicht auch an die Bürgermeister. Also what you said before, ja? Ne? Whom we should ask. Ja, also genau. Fragen stellen auch an die Yeah. You have to start asking people in front of you, the people who are in leadership that are closest to you. Yeah. There are Bürgermeisters, there are Landkreisrat, there are people around you. And so things don't make sense in Germany today. You're not able to use your German brains, and you're not acting like Germans. When Germans are themselves, they're very courageous. When Germans are themselves, they can organize things and get them done. And there's a Nachhaltigkeit, there's a sustainability when Germans are involved in things. It is natural to being German, but you're not acting like Germans. You're either zweite Klasse amerikanisch, or you're zweite Klasse europäisch, or you're nothing. Nicht. Ja, wenn wir wirklich unser Deutschsein leben würden, ja, mit all unseren Potenzialen, dann wären wir couragiert, dann würden wir Dinge entwickeln und so weiter. Aber was wir machen, wir spielen zweiklassige Amerikaner oder zweiklassige Europäer, anstatt unser Deutschsein zu leben.
Okay, but that's not what you are at all. Das sind wir überhaupt nicht. You are ein deutscher Mann und eine deutsche Frau, and you have all the talents that go along with that. Ja, wir sind deutsche Frauen, deutsche Männer und wir haben so viele Talente, ja, die wir in uns haben. Somebody has to bring you the truth. Somebody has to bring you the balanced Und jemand truth. muss uns die Wahrheit bringen und uns aufklären darüber. Right. And if it resonates to you, as truth, then it is truth. Und wenn das resoniert in uns als Wahrheit, dann ist es die Wahrheit. Okay, good. I'm sorry. You had a question before, please. Ja. Okay. Wie können wir es schaffen, die Wahrheit, die wirkliche Geschichte rund um Deutschland, lang zurück, und die Beweggründe der Weltkriege, wie auch immer, wie schaffen wir es, mit Hilfe dieser Medien unter den Menschen die Wahrheit zu bringen? She said, how are we able to bring the truth of our real history, also of the Second and First World War, into our media, mainstream media? Your media is a problem. Your media is not a solution to anything. Also unsere Medien sind keine Lösung, sie sind ein Problem. All 5 of your television stations, all 7 of your major newspapers, all of your radio stations, they have one of those little white things in their ear, you know, the little bug in their ear. And Miracle is talking into the bug, and they're like a puppet. They just, it's eine Stimme. That's all you hear in Germany. You have no free press. Also es ist alles gleichgeschaltet und es gibt keine freie Presse. Yeah, and you know it. Wir wissen es. Okay. So, ma'am? Ich habe 2 Sachen. Das eine ist, ich glaube, eine Möglichkeit, wie wir wirklich zu uns selbst finden können, das ist eigentlich das Regionale. Also ich fühle mich selber nicht so sehr als Deutsche, aber als eine Frau aus Bayern fühle ich mich schon. Also da haben wir weniger Probleme damit. Ich glaube, das kann vielleicht so ein Lösungsweg sein, dass wir sagen, was weiß ich, die Ostfriesen sind die Ostfriesen und die Oberpfälzer sind die Oberpfälzer und die Oberbayern sind die Oberbayern. Da besteht schon eine Bereitschaft, sich als zugehörig zu fühlen und vielleicht ein bisschen stolz zu empfinden. She has 2 points. The first point is that she doesn't really feel as a German, but she feels as a Bavarian. Yeah, well, that's normal for a Bavarian to feel that way. That's a regional thing, and she thinks that if we begin to think regional again, it's easier. Yeah, to I am a Bavarian, I'm a Swabensian, I don't know what, and then to start with, I'm a German. I understand it's easier to do that, but I love 82 million people, not only Bavarians, okay? So, I mean, Bavarians are wonderful, but, you know, my love is to bring unity. Okay? Einheit möchte er. Yeah, and that's what love does. Love brings unity. It brings families together. It brings, and Germany is you have a small family, a micro family, that is your family, that is grandpa and grandma and cousins and aunts and uncles and children, and so you have a family. But then you have a larger family, a collective family, all right? And that collective family is also, it's a German family. It has similar traits and similar thoughts and similar fears. So I want to focus upon the unity of Germans. Bavarians have always thought of themselves as separate. Good, that's fine, okay? But also, maybe you can say Bavarian Erste, but you still must say, I am a German. And then you must go another step, but not today. And that is that I'm proud to be a German, okay? I feel good about being a German. In fact, I feel that I am lucky. I was fortunate, I was lucky to be born a German, okay? And there'll be a time that you will feel that. Die Liebe bringt uns zusammen, ja. Er will die Einheit haben, ja? Und das fängt an in der kleinen Familie zu Hause und es geht weiter in der kollektiven Familie, ja. Und das ist wichtig, auch da die Liebe reinzubringen, sodass wir da eine Einheit werden, ne? Eine kollektive. Und
Und die zweite Frage, die war jetzt ganz konkret. In diesen paar Monaten, bis vielleicht wirklich der Crash kommt, ist es besser, wir bereiten uns einfach in unseren Netzwerken auf das vor, oder sollen wir weiterhin aktiv sein, versuchen, Leute zu überzeugen, versuchen, die Wahrheit nach außen zu tragen, die Wahrheit, wie auch immer, versuchen, Widerstand zu leisten, also wirklich nach außen aktiv sein, versuchen wir mehr nach innen uns konzentrieren auf das, was kommt. Yeah. The second question is quite concrete, is should we either stay in our network and prepare ourselves for the big storm, or should we proceed with trying to convince other people and to talk about our truth, and what shall we do? It's not going to do you a lot of good right now. You in this room, or you are in this room because you already are starting to awake, or maybe you're already awake. Wonderful. That's why you're here. Otherwise, you wouldn't be here. Okay. And you also have a sense in you that says something good about Germany. And that's why you're here. Okay. Wir sind hier, weil wir schon erwacht sind und weil wir ein Gefühl für Deutschland haben. Fine. But it's not going to do you any good at this time to try to convince everyone of what I'm telling you, because it's too big a jump for them. It's too big a leap for them. Ja, wir sind schon der Gap ist zu groß. And Erica said, how about a resistance? Yeah, how about building up? Okay, under the Angela Merkel, under the regime today, your resistance is never going to be able to be big enough to be able to make you, because you have to go all the way with the resistance. You have to go all the way with it. Demonstration? Well, it's fine for you to demonstrate, but Angela Merkel is going to use 100 excuses to keep you away from demonstrations. There's supposed to be a big demonstration this Saturday in Kassel. It's been canceled. Too much COVID, too much this. There's supposed to be a big demonstration here, and it ends up to be, they squeeze it down to 200 people. So that they have that under control. But remember, they cannot control the perfect storm, because the perfect storm is nature. They can't control love at all. Zero. They have no answer for it. And they can't control the perfect storm, because it is a confluence of storms that come together that they have caused, but they have no answer for it, which means the door will be open and now you will have the opportunity. Also die demonstrieren und so weiter, die Merkel wird immer irgendwie finden, uns einzudämmen, ja, um das zu verhindern. Aber was sie nicht verhindern kann, ist die Natur. Ja? Und dieser Sturm, der kommen wird, das sind Dinge, das kann sie nicht verhindern, auch die Liebe nicht. Ne? So these are things they have no answer for, but you have to be prepared. You have to vorbereitet. Yeah. And you have to start thinking about this, okay? You know, you don't have to believe me. You can leave, say, oh, well, he's just an old man who's babbling on the whole bit. But you cannot ignore the fact that I have been right over and over and over again. War hat immer recht gehabt mit seinen Vorhersagen, die gemacht hat. Und wir sollen einfach uns vorbereiten, wir sollen reinspüren, was kommt von draußen, wie weit ist es, um dann vorbereitet zu sein. Yeah. So there's a very good chance that I'm right this time. Hat in der letzten Gruppe gesagt, dass das Datum für den Mauerfall genau vorhergesagt hat. Und kann jetzt kein Datum sagen, aber er weiß, dass in den nächsten Monaten dieser perfekte Sturm kommen wird. That's right. And genug is genug. You can sense it already. Yeah. You can sense it. You can start. You haven't seen the storm, but you can sense that there's going to be change coming. Wir sehen den Sturm nicht, aber wir alle, wenn wir genau hinspüren, wir fühlen, dass er schon ganz nah ist. Ja. You've had 75 years being forced to act like somebody else. Wir wurden 75 Jahre gezwungen, jemand anderer zu sein. Okay. Of worrying about, of looking over your shoulder all the time, worrying about who's listening and what will they think. I mean, that's how Germans have to live. Wir haben immer über die Schulter schauen müssen und schauen, oh, wer hört uns zu, was denken die drüber? Yeah. What will somebody think about? Was denken die über uns? Yeah. Okay.
That's an attitude. That is an attitude that will always keep you small. Sie haben vor Weihnachten ein Video gemacht, das goldene Zeitalter ist vorbei. Und das hat mich echt etwas erstaunt, weil für mich ist auch das Gefühl, dass das goldene Zeitalter jetzt erst anfängt. They've done a video with the name The Golden Age, the time of the Golden Age is over, but she has the feeling that the time of the Golden Age is just arriving, beginning. What the news I'm bringing to you is the best possible news in the world. I mean, I'm telling you that all of a sudden you're going to be free. All of a sudden there's going to be fresh air, like the fresh air here in this place. And all of a sudden you're going to have opportunity. And all you have to do is be yourself. I don't love you because of who you are or what you've done. I love you because you're German. And I love you because all you have to do is simply be yourself. Okay? Das, was wir hören draußen, ist einfach, die Nachrichten sind wunderbar, weil wir werden frei sein und wir werden wieder wir selbst sein können. Und er sagt, das Einzige, was wir tun müssen, ist wir selbst sein. So how hard is this? I mean, what am I asking you to do? I'm asking you to lift boulders? I'm asking you to do, no. Be yourself, watch the storm come from 3 different directions. Angela Merkel will try to do this, and then she'll try to do that, and then she'll try to do this, but she can't hold nature back. It's time. Everything about nature moves in a rhythm, like the waves of a sea, okay? It's powerful. It can't be changed. The time is over. It's now time for something new and something fresh. But here's the problem. Die Natur geht in Rhythmen und das kann man nicht verhindern. Und dieser Sturm wird von 3 verschiedenen Seiten kommen. Und die Merkel kann vielleicht den ersten Sturm wunderbar damit umgehen, den zweiten schon schwerer, aber spätestens den dritten schafft sie nicht mehr. Ja? Und, And here's the problem. Here's the problem. What if the storm does come exactly as I say? What if all of a sudden you have freedom? All of a sudden you have sovereignty for the first time. You don't need a peace treaty. You don't need this. What you need is for Germans to take charge of Germany. Period. Ja, was ist jetzt, wenn wir frei werden? Okay. Ne? Wir brauchen keinen Friedensvertrag und all das. Ne? Sagt er, aber was fangen wir damit an? Wie geht's weiter? Wir müssen Verantwortung übernehmen. So I'm bringing you the best news in the world. But what if you are so addicted to being taken care of, so addicted to avoiding responsibility, so addicted to running to the monkey bar at 3 p.m, okay? What if you don't want to be free? What if you like being slaves? Okay? Was ist es denn, wenn wir plötzlich frei sind? Wir sind so abhängig davon, beschützt zu werden, dass jemand auf uns aufpasst, dass wir vielleicht gar nicht davon wegkommen wollen. Ne? Wir sind abhängig geworden von all diesen Dingen. So you say, the professor, the ancient professor, he was right. So what? I want to be a slave. I want to be foul. I want to be lazy. I want to have someone else take care of everything for me. Er sagt da kommt er dann daher, ne, und sagt, wir sind frei, aber was will er denn? Ich möchte ein Sklave sein, ich möchte es gemütlich haben, ich möchte keine Verantwortung übernehmen. Ne? So now it's all a waste. But I don't believe it. I don't believe you do want to stay this way. Das wäre alles für die Füße, aber er glaubt nicht, dass es so bei uns ist. Germans make terrible slaves. Okay. Die Deutschen geben einen schlechten Sklaven her. Okay. Okay. Genau. Wenn Sie den Datum des Mauerfalls so genau vorausgesagt haben, jetzt bei uns in Deutschland sind und in dieser kleinen Runde uns so viel mitteilen, für uns existenziell und menschlich wichtig. Gibt es einen Plan? Wenn ja, welche?
Kennen Sie den Plan? Wenn ja, woher? Ist es ein großer kosmischer? Ist ein bestimmter Zeitraum jetzt erfüllt abgelaufen? Das deutsche Wesen, die Welt, Gelesenes? Okay, hold on. Okay. Well, thank you for coming. We'll see you later. Bye. You said you exactly knew the date where the wall was falling down between East and Western Germany. So can it be, we are in a small round here, and that you have the knowledge about a special plan, and if you have the knowledge about the special plan, who is behind the plan? And maybe the plan is cosmic. That means that we have to fulfill something, because there's a German saying, I can't translate it. It means, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. I've heard the phrase, but can it means what you said, the German, no? The good, the everything. With this characteristical, the character we have, we can heal the whole world. That means it. Yes, I know the phrase. I remember who said the phrase. I think, wasn't it Fritz Steiner? Steiner? Yeah, not Rudolf Steiner. Anyhow, that's not important. Yeah. Okay. Do you know why I know things? Only about you. Why did I know the date of the credit crisis and came here and told a dozen different financial leaders to get out of American assets by this date, or they were going to have a crisis in Germany? Okay. Sagt, weiß nur Dinge, die die Deutschen betreffen. Weiß nicht, hätte auch was mit amerikanischen Finanzen oder sonst was weltweit passiert. Weiß nicht. Okay. The only reason that I know the dates way in it, my wife says it's always about 18 months in advance. It's always about 18 months in advance. Okay. But if my people are in danger, I come to Germany and I give people the information of what is going to happen so that they can be protected. That's the reason. But who is giving me the dates? Who? Ja. Also immer wenn er spürt, dass hier Gefahr in Verzug ist, kommt er nach Deutschland, um uns zu helfen und uns zu informieren. Und what do you mean with always 18 months in advance? My wife says that I always know things about Germany about 18 months in advance of them happening. Seine Frau sagt, dass er immer, wenn in Deutschland was passiert, er 18 Monate vorher das schon. Okay, fine. If that's true, who is giving me? Wer gibt ihm das? Who is giving me the dates? Okay, I am given the dates because I have a pure love for Germans, and God gives me the dates. Gott gibt ihm das, weil Gott spürt, dass er eine ganz tiefe Liebe zu den Deutschen hat. If I misuse that love, in essence, if I say, oh, I now want to be the boss over the Germans, or I now want to take advantage of the Germans, or I now want to trick the Germans or manipulate, the moment that I get off base from pure love, I will know nothing about the future. Wenn er das missbrauchen würde, ja, wenn er das für seine eigene Machtgelüste missbrauchen würde, genau in dem Moment würde er von dieser wundervollen Basis der Liebe runterkommen und würde nichts mehr erfahren. So as long as my love is pure, I will continue to tell you what's coming. Und solange seine Liebe pur ist, also voll da ist, wird er weiterhin kommen und uns helfen. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Erika dazwischen. Wir müssen leider so langsam zum Ende kommen. Ja. Gibt es noch eine ganz brennende Frage? Ansonsten wird alles aufgezeichnet, alles wieder veröffentlicht. Und auch die morgen, wenn wir wahrscheinlich live streamen morgen, sodass jeder also alle Informationen, die auch die nächsten Tage kommen, immer verfolgen kann. Ja. Wäre das okay? Ja. Da will ich noch gerne mal eine abschließende Frage. Frage. Wissen Sie, in wessen Wiedergeburt Sie sind? Which reincarnation are you? From whom? Listen, it is you don't want to know. Maybe you're Bismarck.
Yeah, you need to take advantage of me without knowing too much. Okay. 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 So no. Also wir sollen von ihm, wir können gerne Advantage, also einen Vorteil aus ihm herausziehen, aber bitte, ne, er ist er jetzt. Ja. Let's just say I've been around in the middle of Germans for a very long time. Also er ist unter den Deutschen schon sehr, sehr lange. So. Ja, da glaube ich, sind wir uns einig, dass die Angela Merkel nicht unbedingt der Glücksfall ist für Deutschland. You have a common sense that Mrs. oder Angela Merkel is not Glücksfall, kann ich schon gar nicht übersetzen, is not the very best for us. Das ich auch nicht. Und dass wir Defizit in Demokratie und so weit haben und in Freiheit, aber man muss ja nicht immer alles selber erfinden, neu erfinden. Wo sind Beispiele? Welcher Land wäre ein Beispiel für uns, wo man sagen kann, Mensch, die machen das richtig. And we all know that our democracy is not perfect one. But he says maybe there is a country out there in the world which could be a kind of where we can have a look to and say, yeah, an example, a model for us to act like this. Sir, you do have a model. It's called the Deutsche model. And I'm supposed to be, according to the academic world, if you look at my cards, I'm supposed to be the expert on the German model. Political, economic, social, and the whole thing. So I have interviewed over 120 of your leaders in Berlin, interviewed them personally, okay, and I'm supposed to be the expert on it. The German model is beautiful. It is efficient. It's like a 12-cylinder Mercedes engine. It is good. Er ist der absolute Experte im deutschen Modell. Er hat mit 120 hochgestellten, was weiß ich, industriepolitischen Menschen gesprochen und hat die interviewt. Er steht sogar auf seiner Businesscard, dass er der Experte des deutschen Models ist. Das ist wunderbar, fantastisch. It's the best. It's das Beste in der Welt. The French don't even have a model. They just have, they're just full of vainglory. Franzosen sind aufgeblasen, aber sie haben kein Model. Ja. The Russians have a plan, but it's not a good plan. And the Chinese think that they're huge and already on top, and they're not within 20 years of being ready. Okay. Ja, also keiner von den Ländern hat ein Modell, das so erfolgreich ist wie das deutsche Modell. Okay, you're ready. Yeah. Yeah, good, thank you. Time is gone. Yeah, okay, good. But believe me, you're ready, sir. You are fertig. Bereit. You are bereit. All you have to do now is vorbereit. Okay. Ja, genau, vorbereitet. Und er hat auch noch gesagt, das deutsche Modell ist wie ein Mercedes 12-Zylinder. It's good. Ja. Very, very good. Ja. Wir sind bereit und wir sollen vorbereitet sein. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Ja.